Hallo Werkzeugfans, willkommen bei Gotools TV. Mein Name ist Sebastian und heute schauen wir uns die Arbeitsleuchten an. Und man muss wirklich sagen, im Verhältnis zu vielen anderen Herstellern hatte Bosch hier einen Rückstand und holt ihn jetzt aber aktuell immer weiter auf. Gerade jetzt auch mit diesem Modell, weil viele Hersteller haben das hier schon länger rausgebracht. Bei Bosch gab es das einfach nicht. Da gab es eher so kleinere Arbeitsleuchten, da gab es so Stative, da musst du die raufschrauben, machen und tun. Aber jetzt gibt es genau die hier, die schauen wir uns auch gleich nochmal im Detail an. Aber wir haben natürlich auch einige anderen. Und ihr schreibt mal unten in die Kommentare, welche Leuchte würde euch fehlen und welche habt ihr aktuell schon im Einsatz? Wir schauen uns gleich eine Leuchte nach dem anderen an. Am Ende gibt es auch noch einen Eindruck der Helligkeit, ja? Also auf jeden Fall dranbleiben. Und wir haben uns hier auch was dabei gedacht, welche Akkus wir hier stehen haben. Wir haben hier einerseits erstmal Procore, 4 Ampere, 8 Ampere, 12 Ampere, aber wir haben auch die neuen Expert-Akkus hier. Und hier ist es ja so, dass wir einen etwas anderen Formfaktor haben und ich möchte euch zeigen, passen sie oder passen sie eben nicht. Denn wir haben hier einen 5,5 Ampere Akku, wir haben hier zwar einen 8er, aber die sind ja 5,5 und 8 sind ja immer gleich groß, aber ihr seht jetzt hier, der ist ein Tick höher und der ist vor allem hier auch ein bisschen, ja, das ist einfach etwas größer. Und wie ist es denn bei einem 15er? Denn so eine Leuchte soll ja möglichst lange halten und leuchten. Da macht das schon Sinn, auch so einen großen einzusetzen. Und der ist ja noch größer als der 12er. Sieht man ja hier, ja, minimal. Aber passt das oder passt das nicht? Das schauen wir uns jetzt an. Wir fangen an mit der GLT 18V 5000. Wir haben hier oben 5000 Lumen, eine ordentliche Arbeitshöhe, aber wirklich ein riesiges Gerät, was wir richtig schnell auf ein richtig kleines Maß zusammenfalten können oder zusammenschieben können. Einfach runter, runter, zusammen in die Hand. Und das war's auch schon. Ihr habt hier echt eine kleine Arbeitsleuchte, also für das, was es kann, nachher in der Hand. Die ist auch recht leicht, finde ich. Wir wiegen hier 6 Kilo, also nicht ich, aber die Leuchte wiegt 6 Kilo und ist damit wirklich handlich. Was passt hier in diesen Akkuschacht rein? Ja, hier ist er ja. Wir nehmen gleich die größte, 15 Amperestunden, Expert, passt. Ja, jetzt normalerweise würde man sagen, wackelt und hat Luft. Wackeln tut hier gar nichts, aber hat noch ein bisschen Luft nach unten. Ergo, ja, steht nicht auf dem Akku auf, sondern steht natürlich auf dem Standfuß. Du kannst sie auch so hinstellen, das wäre ja auch kein Problem. Du könntest sie auch so schon einschalten. Ja, ihr seht jetzt hier, werde ich schon ein bisschen beleuchtet. Das würde auch funktionieren. Ja, das ist gar kein Thema. Wir haben hier 5000 Lumen und jetzt gehen wir mal wieder in die andere Richtung. Übrigens dieser Mechanismus, den wir haben, ja, das ist wirklich... Also wirklich gut. Ja, da grackelt nichts. Das ist eine schöne Sache. Wie gesagt, ihr könnt es jetzt so hinstellen, auch schon betreiben, aber wenn ihr es schön ordentlich hinstellen wollt, so und dann steht es auch. Und ihr habt übrigens die ganze Zeit eine Sache gesehen. Ich kann es hier an diesem Griff hier wirklich sehr gut halten, hier auch nochmal halten. Das ist wirklich ergonomisch schön gemacht. Jetzt klappen wir hier einfach an der Stelle das hier auf, können es nach oben fahren, dahin, wo man es hinhaben will. Ich mache es jetzt nun mal ein bisschen. Ja. Nimm aber ruhig mal beide mal mit, so zu und zu. Das heißt, du kannst es auf die Höhe bringen, die du jetzt brauchst. Jetzt bist du komplett variabel, wie du es einstellen möchtest. Hast hier deinen Kopf. Kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, diese Fläche nach vorne, die anderen beiden Flächen zur Seite oder sogar leicht nach hinten gekippt. Kannst du hier sehen. Kannst das hier neigen, irgendwo hin einstellen, die Decke beleuchten, alles zur selben Stelle, wie du es eben möchtest und einstellen möchtest. Das ist echt eine schöne Sache, sehr variabel und hier grackelt nichts, hier hakt nichts. Das ist echt schön. Ja. Jetzt nehmen wir es mal nach vorne, können es jetzt noch auf irgendeine Höhe einstellen und jetzt könnten wir es, damit ihr nicht geblendet werdet, nehme ich es mal zur Seite und jetzt können wir es hier einschalten und hier ist auch ziemlich simpel. Wir sehen hier, wie der Akkustand ist, kleine Helligkeit, dann haben wir die mittlere, volle Helligkeit oder aus und das war es auch schon. Wir hatten hier die GLT 18V 5000, jetzt haben wir die GLI 18V 5000. Das heißt also, hier haben wir eine Leuchte auch mit 5000 Lumen, aber 5000 Lumen um die 400 € zum Preis. Hier haben wir 5000 Lumen um die 200 €. Also ganz anderes Thema. Allgemein übrigens, wenn du dich mit den Leuchten für die Leuchten interessierst, unten in der Videobeschreibung findest du wie immer den ehrlichen Preisvergleich. Wenn wir uns das Ganze anschauen, wollen wir auch wissen, wiefern ist das Ganze kompatibel. Und da haben wir hier ein Akkufach, das wir so öffnen können. Ja, also kein schwieriger Mechanismus, da kommen wir nachher nochmal zu, sondern einfach nur auf und dann war es das. Und jetzt schauen wir mal, was passt denn rein und kommen wir von groß zu klein. 15 Amperestunden setzen wir hier ein. Übrigens, natürlich funktioniert das, wenn du es so einsetzt, aber du kriegst es nicht. Oh, warte mal.
zu, kriegst nicht mehr zu. Ja? Zu geht nicht mehr, kannst natürlich offen betreiben. Du siehst jetzt hier an mir, ja, es wird hell. Das heißt, nutzen kannst du grundsätzlich schon, aber eben nicht mehr zumachen. Das heißt, du verlierst auch einen Teil des Schutzes, den wir haben. Okay, der geht nicht. Das heißt 18 Volt, 15 Ampere Expert geht nicht. Jetzt nehmen wir mal den normalen 12er. Ja, der passt auch nicht. Wie sieht es denn mit dem Expert? Oh, von hier aus ein bisschen schwer zu bedienen. So und das klappt. Das heißt, ab 8 Ampere geht Expert, geht normal Procore. Die ganz normalen Akkus gehen sowieso 4 Ampere und so weiter und so fort. Jetzt schauen wir uns die Leuchte mal von der Seite an. Wir haben hier ein sehr großes Feld. Das ist ähnlich zu der hier. Durch das große Feld, was wir haben, ist es nicht so, dass sich dieser eine Punkt anleuchtet. Ja? Wir haben hier aber natürlich einen großen Nachteil der gegenüber, sondern wir haben hier nur diesen Abstrahlwinkel. Den können wir auch nicht nochmal irgendwie ändern, sondern das ist der Winkel, den wir eben haben. Wir haben hier einen Fuß, den wir entsprechend einstellen können. Ein bisschen nach unten, aber auch so nach oben. Und so können wir sie auch am besten transportieren. Brauchen einen relativ kleinen Bauraum, können die so mitnehmen, irgendwo hinlegen. Funktioniert natürlich ziemlich gut. Was ich schön finde, ist Folgendes. Wenn du sie einstellst, das rastet hier auch richtig ein. Ihr seht hier, da ist, ja, das bleibt auch genau da, sondern ich musste machen, klack. Und dann bleibt er eben da. Das ist eine coole Sache. Du kannst natürlich einstellen, so dahin leuchten, wo du es haben möchtest. Du kannst sie aber auch aufhängen. Das heißt erstmal, du kannst ihn hier auf dem Stativ natürlich draufschrauben, ganz klassisch. Du kannst sie aber hier auch an Magneten, das heißt, also wir haben hier 2 eingebaute Magneten, können es an Metall einfach festmachen, dann bleibt es da, irgendwo hinleuchten. Wir können aber auch das hier ausfahren und können zum Beispiel an ein Gerüst, eine Leiter oder ähnliches einfach mit ranhängen und dann natürlich auch noch wieder einstellen. Das funktioniert alles so, wie man das gerne haben möchte. Ja. Eigentlich eine coole Sache und ich muss sagen, mir gefällt die sehr gut, weil wir haben hier ein Gewicht von nur knapp 2 Kilo ohne Akku. Ist also wirklich sehr leicht. Da sind wir schon bei 6 Kilo gewesen. Andere Hausnummer. Was ich auch sehr gut finde, ist das Bedienfeld hier oben. Denn wenn ihr drauf schaut, ist es so, wir haben einfach nur aus, wie wir es jetzt haben, können hier das einschalten, sehen hier auch wieder den Akkustand, haben hier auch nur 3 verschiedene Helligkeiten, ja, klein, mittel und groß und das war es auch schon. Und das mag ich. Es muss schön einfach sein. Kommen wir zur nächsten und zwar zur GLA 18V H7500, gar nicht so leicht. VH steht aber für genau dieses Kabel. Das ist also, warte mal, 18 Volt Gerät mit Kabel. Kann ich den Akku laden? Das gucken wir uns mal an. Denn wir haben hier 7500 Lumen. Hier ist es natürlich so, dass wir zwar bei der hier haben wir viel mehr die Möglichkeit, das auch zu richten auf einen Punkt mit 5000. Hier sind wir eher so im Rundumstrahl. Das heißt, wir können hier eher mal einen Raum beleuchten. Das heißt also, die 7500 muss man hier auch anders bewerten. Aber erst einmal, welcher Akku passt hier eigentlich rein? Weil wir das uns ja auch immer am Anfang angeschaut haben. Aber einen riesigen Akkuschacht hier an der Stelle. Wir nehmen jetzt wieder unseren größten Akku, 15 Ampere-Stunden, setzen ihn ein und zack, hier passt das Ganze, nach unten passt das Ganze, gar kein Problem. Was wir aber auch machen können, ist Folgendes. Und zwar können wir jetzt diese Seite hier nehmen, öffnen das und dann können wir hier das Kabel einsetzen und können diese Leuchte mit Kabel betreiben. Ja. Ein schönes, auch sehr hochwertiges Kabel liegt gleich dabei. Und übrigens zu dem Preis von rund 270 € ist das schon echt eine gute Sache, weil ich meine, das ist schon eine Menge Leuchte, die du hier bekommst und auch wirklich ein hochwertiges Kabel. Aber das nur mal am Rande. Wenn wir das jetzt genau so haben wie jetzt, Akku drin, Kabel dran, was passiert dann? Er nimmt den Strom aus der Steckdose quasi, also hier aus dem Kabel. Wenn hier der Strom unterbrochen wird oder du das Ganze rausziehst, dann geht er rüber auf den Akku. Ja? Aber was er nicht macht, er lädt den Akku nicht. Ja? Akku laden, nein. Aber wir können schon ein bisschen Akku laden, aber nicht den Akku, der hier drin ist, sondern deinen Handy-Akku oder ein anderes Gerät. Denn wir haben hier einen Anschluss und zwar genau dort. Wir haben hier einen USB-C-Anschluss, können wir aufmachen und da drin ist der kleine Anschluss. Da können wir was anstecken, hier auch einschalten und dann werden wir hier, dann könnt ihr hier mit 15 Watt laden. Das ist schon ordentlich viel Energie und da kannst du also dein Handy oder irgendein anderes USB-C-Gerät schon ordentlich auch dann entweder mit externen Stromversorgung oder mit dem internen Akku laden. Viel wichtiger ist aber die Vorderseite und zwar hier, die hier, nee, stimmt gar nicht,
GLI hier. Wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze einzuschalten und auch umzuschalten. Was ich übrigens schön finde, es gibt ja auch von anderen Herstellern solche Leuchten, die sind in der Regel immer so riesig groß. Ich finde die schön klein und handlich. Wiegt nicht viel, schönes Gewicht, schön in die Hand zu nehmen, auch schön mitzunehmen. Ich mag die wirklich gerne. 7500 Lumen in so einem kompakten Bauform, das ist schon richtig gut. Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir können hier vorne, wie immer, sehen wir den Akkustand, wir sehen die 3 Möglichkeiten, ja, kleinste Stufe, mittlere Stufe, hellste Stufe. Ich nehme jetzt mal wieder die kleinste Stufe, wir haben aber noch einen zweiten, denn jetzt können wir Folgendes machen. Wir haben hier 3 Leuchtmodi und zwar erstmal hier das volle Leuchten, was wir haben, dann können wir es umschalten auf eine Seite, dann wird es nach oben und hierhin beleuchtet, aber nach hinten nicht. Und wir haben noch die andere Möglichkeit, dann wird es nach oben und hierhin beleuchtet, wenn ihr nur eine Seite braucht. Das ist natürlich eine gute Sache, um Akku auch zu schonen. Das heißt, wenn ihr einen kleineren Bauraum habt, stellt das hier an die Seite, der ganze Raum wird schön beleuchtet und ihr spart natürlich 50% des Akkus. Oder ihr sagt, komm, einmal die ganze Hütte hier, dann wird das komplett beleuchtet. Ich finde die richtig genial. Mensch, ich habe eine Sache ganz vergessen, nämlich wie sieht es eigentlich hier unten aus? Dann nehme ich den Akku auch ruhig nochmal raus. Hier unten haben wir natürlich auch nicht nur einen Standfuß, der übrigens wirklich schön gummiert ist, sondern wir haben auch eine Aufhängungsmöglichkeit. Erst einmal, wir können das hier auf ein Stativ draufschrauben, wir können das hier auf eine besondere Stativform auch einfach nur draufstecken, wir können es aber auch hinhängen. Ja? Das geht auch noch, dass du es auf einer Decke runterhängen kannst und den Raum wunderschön ausleuchten kannst. Eigentlich auch eine gute Idee. Ja? Funktioniert alles. Okay, jetzt aber zu der nächsten und die nächste haben wir nicht da. Und zwar ist das die GLI 18V 1500. Das ist quasi eine Erweiterung zur GLI 18V 1200C, sodass wir nicht nur 1200 Lumen haben, sondern 1500 Lumen. Wir blenden das Gerät euch hier auch einfach mal ein. Kommen wir zu der nächsten und zwar der hier. Da müssen wir wirklich noch mal gucken, wie der Akku passt. Denn das ist die GLI 18V 3000. Das stimmt nicht, das ist quasi gelogen. Wir haben hier die 2200, aber es gibt jetzt die 3000 als neueste Erweiterung von der mit 3000 Lumen. Straßenpreis so um die 150 €. Und hier haben wir den Nachteil, dass wir hier einen kleinen Punkt haben, der leuchtet. Das heißt, wenn du hier in die Nähe guckst, dann hast du immer so dieses, weil du diesen einen Strahlepunkt hast. Das merkst du auch extrem. Das ist, finde ich, hier viel, viel angenehmer. Hier hast du ein breiteres, ja, nicht nur diesen einen kleinen, sondern ein breiteres Feld, was leuchtet. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, wenn wir uns das anschauen, ist es hier so, dass sich nichts verändert hat von der 3000 zur 2200, außer die hier, die 2200 hat, das C hat ein Connectivity-Modul. Du kannst dich damit verbinden, von der Ferne zum Beispiel auch ein- und ausschalten, hat die 3000er nicht mehr. Ich habe das nie benutzt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, habt ihr das benutzt oder nicht. Worüber wir aber sprechen müssen, ist genau das hier, das Akkufach. Erstens, beim anderen habt ihr ja gesehen, draufklicken, aufmachen. Hier musst du immer hoch, dann hier so ein bisschen nach vorne und auf. Das ist jetzt nicht schlecht, aber es ist nicht so intuitiv wie die andere Lösung. So, wenn wir das jetzt hier machen, sehen wir 15 Ampere-Stunden, passt nicht. Also du kannst es anmachen, aber es passt nicht. 12 Ampere-Stunden, passt auch nicht. Und ab Expert 8 Ampere-Stunden oder 5,5 Ampere-Stunden pro Core und so weiter, passt es gerade so. Ja, da passt es gerade so bei Expert, aber bei Procore, ihr seht hier, ein bisschen muss ich, da geht es super rüber. Ja, dann ist gar kein Problem. Ja, wunderbar. Was wir hier an der sagen müssen, ist, du kannst sie sehr individuell für dich einstellen. Manche mögen den Griff, manche mögen ihn nicht. Ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, bin ich eher bei der hier. Ich finde die hier, muss ich sagen, jetzt als Neuheit auch wirklich angenehmer. Übrigens, wenn du jetzt sagst, du möchtest doch hier einen 15 Ampere dran machen, ist gar kein Problem, denn du kannst hier dieses Fach, hier kannst du den abschrauben, da verlierst du ein bisschen Schutz, aber kannst auch mit den großen Akkus arbeiten. Was hier aber anders ist als bei allen anderen, die wir uns davor angeschaut haben, du hast hier keine Akkuanzeige. Nirgendwo gibt es nicht, außer wenn du jetzt wieder aufmachst, auf den Akku drauf guckst. Und du hast hier auch nur diesen Schalter. Das ist nur ein Schalter von euch aus, ich zeige es euch mal so, hier an und aus. Bei der 2200er hast du nur 2 Stufen an, aus und auch dimmen. Das heißt, du kannst jetzt hier Folgendes machen. Dimm, warte mal, so und zack. Ja, das ist quasi Stufe 1. Jetzt haben wir Stufe 2. Bei der 3000er kannst du es in 3 Stufen einstellen, so wie bei allen anderen, die wir hier auch hatten. Und jetzt stellen wir das Ganze nochmal auf für einen Eindruck der Helligkeit. Hier sehen wir jetzt die GLI 2200 und deren Helligkeit. Jetzt machen wir mal die 5000er hier an. Und da seht ihr, da geht einiges mehr. Ich mache jetzt mal die 2200er aus
Jetzt seht ihr hier 5000 Lumen. Hier die 7500er nach vorne geleitet und die 5000er wieder. Und ihr seht hier, es ist schon ordentlich hell. Und das Interessante ist, ich mache mal die 5000er aus. Ja, es wird ein bisschen dunkler, aber wenn wir jetzt mal tauschen, ich mache jetzt die hier aus, seht ihr, vom Eindruck her ist es etwa gleich hell. Hier seht ihr mal die Helligkeit der GLT 5000 und hier die Helligkeit der GLI 5000. Jetzt mit dem Eindruck könnt ihr vielleicht erkennen, welche ist die beste Leuchte für euch. Meine beiden Lieblinge sind auf jeden Fall die beiden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was sind eure. Und solange ran an die Leuchte und bis zum nächsten Mal.